Hey everyone, Dana hier. Warte, wo genau ist hier? München, Deutschland. Aber ich wohnte nicht immer in München. Bevor ich nach Europa gezogen bin, habe ich in Südflorida gewohnt. Also, wenn dieser roten Ball die Erde wäre, wäre Südflorida ungefähr so hier. Also mehr in Richtung Äquator. Und Deutschland wäre quasi ungefähr so hier. Also, wenn verglichen mit Florida, mehr in der Richtung Nordpol. Florida, Deutschland. Was bedeutet das aber für mich? Naja, zum einen, bye-bye kurze Hosen im November, bye-bye super intensive Gewitter, sehr oft im Sommer, bye-bye Palmen das ganze Jahr und hallo, sehr dicke Jacken für Winter. All diese Dinge habe ich aber mehr oder weniger erwartet. Es gibt aber zumindest ein geografiebezogenes Ding, das mich nicht nur am Anfang überrascht hat, sondern das mich jedes Jahr immer noch neu schockiert. Oh my God, Stefan, what time is it? 5:30. What? Wieso bin ich jetzt wach? Es ist zu früh. Es ist zu hell. Wieso bin ich jetzt so früh wach? Okay, es ist nicht, als ob ich nicht in der Schule darüber gelernt habe. Doch, habe ich gelernt. Ich habe in der Schule gelernt, dass je näher man am Pol ist, desto mehr fluktuiert im Laufe des Jahres, wie viel Tageslicht man jeden Tag in dieser Ort bekommt. Und als ich 14 war, bin ich im Sommer nach Alaska geflogen, wo ich eine sehr, sehr, sehr dramatische Version davon selber erlebt habe, indem es 24 Stunden pro Tag hell war. Aber nichtsdestotrotz, als ich nach Europa, erst nach Prag und danach nach München gezogen bin, war ich super schockiert, wenn es Ende Mai war und es gefühlt so plötzlich um 5 Uhr morgens genauso sonnig war wie normalerweise um 8 Uhr. Why am I awake right now? Also ja, es scheint mir egal zu sein, wie lange ich in Europa lebe oder wie viel ich verstehe, wie Licht auf der Erde funktioniert. Jedes Jahr mit Sicherheit bin ich genauso überrascht wie das erste Jahr, um in Juni 5 Uhr morgens von der Sonne geweckt zu werden. Jetzt verstehe ich, wieso die Rollladen da sind. Aber was ich wirklich nicht verstehe ist, wieso gewöhne ich mich nicht daran? Also wieso erwarte ich einfach nicht jetzt, nach all den Jahren, dass das passiert? Wieso ist Sonne um 5 Uhr morgens im Juni nicht einfach mittlerweile etwas, was ich erwarte, genau wie ich Glühwein und dicke Jacke mittlerweile im Winter erwarte? Wieso habe ich mich noch nicht daran gewöhnt? Vielleicht sagen aber einige von euch, aber Dana, es macht total Sinn, dass du von der Sonne um 5 Uhr morgens schockiert bist, weil wenn die Sonne um 5 Uhr morgens schon da ist, wirst du davon fast jeden Morgen geweckt. Und ja, das stimmt, aber es ist tatsächlich nicht nur die morgendliche Sonne, die mich jedes Jahr schockiert, sondern auch die abendliche Sonne. Die abendliche Sonne, die jede Person in Deutschland scheint zu lieben. Aber es schockiert mich. In Südflorida hat die Tageslichtlänge pro Tag sich doch im Laufe des Jahres auch geändert. Da Florida nicht am Äquator liegt, war es auch dort nicht das ganze Jahr über konstant. Aber die Tageslichtlänge schwenkte definitiv viel weniger dramatisch als hier oben in Deutschland. Why am I awake right now? Und das gilt auch für abends. Okay, zum Beispiel, in Florida bin ich zu einem Sleepaway Summer Camp gegangen und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie früh, also mit Deutschland verglichen, wie früh es abends dunkel geworden ist. Um ein bisschen nach 9 Uhr abends, also ein bisschen nach 21 Uhr,
als wir in Bett gegangen sind, war es schon total dunkel. Also richtig, richtig Nachtzeit dunkel. Während hier in Deutschland bekomme ich immer noch diese creepy Twilight Zone Gefühle, wenn ich im Sommer um 21 Uhr das Haus verlasse und es fühlt sich so an, als ob es 18:30 Uhr wäre. Ich mag, dass es so spät hell ist, aber für mich ist es immer noch komisch. Es fühlt sich immer noch komisch an. Und dies zu erleben und zu lernen, dass das Licht im Sommer hier in Europa, wo ich wohne, so früh morgens kommt und so spät abends den Himmel verlässt, ist damals auch mit einer kleinen geografischen Anpassung gekommen. Also in der Schule gab es sehr große Weltkarten an der Wand, die ich im Laufe meiner Schulzeit doch viel angeschaut habe. Aber irgendwie habe ich nie wirklich bemerkt, genau wie nördlich Europa tatsächlich liegt. Aber als ich hierher gezogen bin und das mit der Sonne selber erlebt habe, war ich dann sehr motiviert, eine Karte nochmal anzuschauen, um das genauer zu untersuchen. Ich glaube, ich habe gedacht, dass Deutschland vielleicht so um die Höhe wie ungefähr Connecticut, New York war. Aber nein, dann habe ich gelernt, dass es doch noch ein Stückchen nördlicher ist als das. Also latitudinally speaking, wie sagt man das auf Deutsch? Latitudinal gesehen liegt Deutschland ganz oben in Kanada. So my question for you is, welche Erfahrungen habt ihr damit? Wohnt ihr an einem Ort mit hellen Sommern und dunklen Wintern, wie hier in Deutschland? Wart ihr jemals irgendwo, wo es im Sommer nie dunkel wird? Please let me know in the comments below. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich habe auch eine englische Version dieses Videos gemacht. Linked down in the description box below. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, @wantedadventure. Ich mache normalerweise meine Instagram-Stories auf Deutsch. Und ein sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an unsere Patrons bei Patreon. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Thank you so much. Until next time, auf Wiedersehen. Why am I awake right now?